Heute darf ich euch Detlef Lofi vorstellen, mein Großcousin. Früher war er für mich ein großes Beispiel, wie er trotz Rollstuhl und trotz seiner Behinderung alles, was ihm erträumt wurde, irgendwie realisieren konnte. Er hat sich keineswegs von seinen Behinderungen in irgendeiner Weise aufhalten lassen. Und heute habe ich ein Interview mit ihm gemacht. Mein Podcast konzentriert sich ja auf Unternehmer und das Scheitern, wie man damit umgeht. Du bist jetzt kein Unternehmer, du warst immer angestellt, aber zum Thema Scheitern hast du, glaube ich, sehr viel zu berichten. Detlef, vielleicht kannst du unsere Zuhörer mal abholen. Seit wann sitzt du im Rollstuhl? Ich habe eine angeborene Querschnittslähmung und sitze seit meinem 3. Lebensjahr im Rollstuhl. Und wie war es als Kind mit dem Rollstuhl zu fahren? Ich habe das natürlich gelernt, muss das lernen und für mich war das die große Freiheit im Rollstuhl, selbstständig zu rollen und ja, das habe ich so für mich angenommen. Und als Kind konntest du ja kein Fahrrad fahren. Wie war das für dich, die anderen Kinder zu sehen, wie sie mit dem Fahrrad fahren? Habe ich mir nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Ich habe wohl mal gemerkt, dass die anderen immer schneller sind. Das habe ich wohl so wahrgenommen, das ja. Aber ich habe ja dann als Jugendlicher habe ich ja ein Dreirad gehabt. Als Kind war mir wichtig, dass ich auch mobil bin, wie die anderen Kinder. Ja, und habe aber leider immer wieder feststellen müssen, dass die schneller sind als ich jetzt. Ne? Und naja, aber ich bin ja immer dran geblieben. Was für ein Fahrrad hattest du denn damals? Dann habe ich ein Haverich-Fahrrad gehabt, eine Zeit lang. Ja, und dann kam im jungen Erwachsenenalter die Handbikes auf. Ja. Und und das war für mich eine Revolution. Und dann habe ich das erste Handbike habe ich dann gehabt. Und da konnte ich auch sehr gut mitfahren. Das hat mir Spaß gemacht. Und jetzt habe ich ein Elektrobike. Also ein Bike mit elektronischer Unterstützung. Ich kann sowohl mechanisch als auch elektrisch damit fahren. Und das ist natürlich nochmal eine erhebliche Verbesserung für mich, was die Mobilität betrifft. Ich kann dadurch ja Berge überwinden und habe da eine sehr weite Reichweite und Strecke, die ich fahren kann. Und das ist schon toll, das ist schon klasse. Und wie bist du dann an das E-Bike gekommen? Ich bin an das E-Bike drangekommen über eine Annonce auf eBay. Wie war jetzt vor allem Lübeck für dich? Ja, Lübeck war für mich sehr, sehr schön. Also es ist eine sehr schöne Stadt mit schönen kleinen Geschäften und auch tolle Häuserfassaden. Allerdings hätte ich das nur mit meinem Rollstuhl alleine nicht geschafft, da rauf und runter zu fahren. Deswegen war das schon sehr gut, dass ich mit dem Bike gefahren bin. Ja, auch wegen dem Kopfsteinpflaster und das ist schon, hatte schon was. Ne? Erzähl mal von deinem Abenteuer an dem Brotener Steilufer. Ich war jetzt ein paar Tage hier in Lübeck und Umgebung. Gestern war ich in der Hermannshöhe. Es war doch recht abenteuerlich, wegen auch starken Steigungen und auch wegen dem wegen dem Untergrund, der sehr steinig war und es war schon eine sehr große Herausforderung. Und ich bin auch auf Treppenstufen gestoßen, die man überwinden musste. Da brauchte ich allerdings Hilfe. Ne? Da musste man mir helfen. Ich habe dann Leute angesprochen und die da zu vier Männer haben mir dann da runtergeholfen, die Stufen. Und das war schon recht abenteuerlich. Also das muss ich nicht jeden Tag haben, aber ich habe mich gefreut, dass es
trotzdem geklappt hat. Ja, und die Ostsee, der Blick auf die Ostsee war hervorragend. Der war ganz toll, ganz klasse. Und kannst du noch mal was zum Thema Scheitern sagen? Und du bist ja auch jemand, der den nicht scheitern lässt, weil du immer wieder aufgestanden bist. Egal, wo du in deinem Leben gescheitert bist. Ja, Für dich gibt es ja kein Scheitern. ich habe viele Niederlagen hinter mir und habe sehr viel auch mitgemacht und durchgemacht. Habe aber immer wieder versucht, wieder aufzustehen und ja, mein Leben fortzusetzen. Was ist dein Tipp für andere, die kurz vorm Scheitern stehen, damit sie nicht aufgeben und sich an dir ein Beispiel nehmen? Inwiefern könntest du anderen Menschen Mut machen, dass sie nicht aufgeben? Ja, man muss immer Ideen entwickeln, ne? um zu versuchen weiterzukommen. Ne? Ideen und auch eben den Mut haben, das das Leben weiterzuleben. Ne? Auch wenn es Krisen gibt.